Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Und ich bin Michael. Und wir wollen heute jetzt endlich mal den Schrank auch an die Wand bringen. Wir haben jetzt so viel schon gemacht. Im allerersten Video standen wir genau hier. Ja, und da hing der Schrank aber sehr schief. Dann haben wir einige Sachen in der Wand gefunden. Das war sehr unangenehm für mich, sehr lustig für dich. Als nächstes, was haben wir dann gemacht? Dann haben wir die richtigen Bohrer rausgesucht. Genau. Dann ging es weiter über die richtige Maschine. Ja, das haben wir uns auch angeschaut. Haben wir rausbekommen, dass wir mit dem hier wirklich schön einfach Löcher bohren können. Aber auch zum Beispiel mit deinem Akkuschrauber. Auch das funktioniert. Aber was machen wir jetzt heute? Ja, jetzt kommt es drauf an. Jetzt haben wir das Loch in der Wand, jetzt kommt der Dübel rein. Und dann der Schrank. Genau, wie hängen wir denn den Schrank eigentlich auf? Was ist zu beachten bei den verschiedenen Steinsorten? Und vielleicht auch, welchen Dübel solltest du nehmen? Das heute in diesem Video. Und dieser inzwischen sagenumwobene Schrank soll jetzt an die Wand. Ja, wie machen wir das jetzt bei Kalksandstein? Oder was ist zu beachten bei Hohlziegeln? Und nicht zu vergessen, Gipskarton, da muss ein Schrank auch halten. Ja, stehen wir also an unserer Wand, unserer Kalksandsteinwand. Und falls ihr euch wundert, das hier ist natürlich kein Tor ins Nirgendwo, sondern einfach nur eine Demowand, um entsprechend das für euch demonstrieren zu können. Ja? Wir haben hier Kalksandstein, das heißt also schon ein recht festes Material oder sehr dichtes Material, wo man auch, ich sag mal, mit Standarddübeln durchaus arbeiten kann und keinen Spezialdübel braucht. Wir haben hier schon einen Dübel jetzt, mit dem wir heute alles zeigen können. Welcher es ist, das verlinke ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung. Aber die Frage ist erstmal, welche Breite nehme ich eigentlich? Also welchen Bohrerdurchmesser nehme ich denn eigentlich? Und welche Tiefe? Genau, der Bohrerdurchmesser steht in der Regel drauf auf dem Dübel. Das müsste jetzt hier ein 10er sein. Aber es ist auch ganz wichtig, dass wir richtig in der Tiefe sind. Das heißt, wenn der nicht tief genug bohren, haben wir natürlich ein Problem, den Dübel reinzustecken. Aber es ist genauso ein Problem, wenn du zu tief bohrst, weil der Dübel dann in der Wand verschwand. Ne? Gibt es ja den Spruch. Und dadurch habe ich eben Den kannte ich doch gar nicht, weil der Dübel in der Wand verschwand. Okay. Ja, und das Problem ist einfach da, dass die Schraube einfach nicht die Haltekraft hat, weil die nicht weit genug reingeht. Und deswegen gibt es bei den Bohrhämmern, bei den Schlagbohrmaschinen, so wie hier, eben diese komische Stange, die immer im Lieferumfang enthalten ist. Das ist der Tiefenanschlag. Das heißt, du hast hier die Stange eingeführt und kannst dann entsprechend die Position mit dem Dübel entsprechend richtig machen. So, das heißt, wenn du mir mal so einen Dübel gibst, Aber gerne. dann kann man das entweder am Dübel messen, hey, guck mal, fluchte hier dran, das passt, und nimm immer einen halben Zentimeter mehr, tiefer, damit eventuell überstehendes Bohrmehl dann auch nach hinten geführt wird, wenn da keine Bohrlochreinigung nötig ist. Ja, also einen halben Zentimeter weiter ist okay. So, und dann hast du natürlich, wenn du jetzt bohrst, bleibt hier der Tiefenanschlag irgendwann an der Wand stehen und du kannst nicht tiefer. Das heißt, du hast immer sichergestellt, auch bei Serienbohrungen, dass du immer die richtige Tiefe hast. Genau. Es gibt übrigens noch die andere Variante, die übrigens auch einen Vorteil hat aus meiner Sicht. Und zwar, das ist diese Variante, die Klebestreifen-Variante. Ich zeige euch das mal dichten hier. Hier haben wir die Variante, ich habe einfach ein bisschen Klebestreifen drumherum gemacht, um zu sehen, wie tief darf ich denn jetzt bohren. Der Vorteil ist, ich hätte ja hier auch theoretisch die Möglichkeit, deine Tiefenbegrenzung hier rein zu tun. Die ist aber irgendwo gelandet, gibt es gerade nicht. Nee, ich brauche die gar nicht. Denn für mich hat eine Tiefenbegrenzung auch einen großen Nachteil. Nämlich, wenn du die Tiefenbegrenzung benutzt, gehst an eine verputzte Wand, kann es durchaus passieren, dass du bohrst, dann hast du auf einmal einen Hohlraum und knallst dann mit der Tiefenbegrenzung gegen deinen Putz und hast dann weit außerhalb des Bereichs, wo du das Loch machst, durchaus einen Abdruck. Deswegen gibt es ja auch einige, da haben hier so einen Gummipuffer drauf oder aus Metall und verschiedene andere Lösungen. Also achte da bitte drauf. Also eine Tiefenbegrenzung, wirklich, wo benutzt du das dann auch, beziehungsweise benutze es bedacht. Ja. Richtig. Je weicher die Wand, umso eher geht der auch dann rein. Ne? Ist schon klar. Genau, und hier, das ist, ich sag mal, gut und günstig. Funktioniert auch. Das ist ja eigentlich verpönt, sowas zu machen. In meinen Videos wird häufig gesagt, weil wir benutzen das öfter mal, ja, das Profis machen das nicht. Glaube ich nicht. Der Profi macht das auch mal und benutzt es natürlich auch gerne so. So, jetzt die Frage, wo sollte ich denn hier jetzt aber nicht bohren? Ja genau, das ist eine gute Frage. Jetzt haben wir natürlich die Kalksandsteinwand, die ist in der Regel geklebt, also ist eine ganz dünne Fuge. Aber es gibt in Altbauten eben auch viele Ziegelmauerwerke oder ähnliche Sachen, die eben noch richtig gemauert worden sind und da ist die Fuge schon Zentimeter. In der Fuge hält in der Regel kein Dübel, weil das ziemlich weiches und bröckliges Material ist und der da einfach keine Haltekraft hat. Deswegen achtet darauf, wenn das möglich ist, dass ihr nicht in der Fuge arbeitet.
Genau, also natürlich kann so ein Dübel zum Beispiel auch hier, wenn du es in der Fuge hier einbringst, durchaus auch dazu Rissbildung führen. Ja? Auch bei Kalksandstein, so wie hier, also nach Möglichkeit immer versuchen, nicht in der Fuge zu arbeiten. Ja. Beziehungsweise auch dann, wenn ihr es getroffen habt, dann müsst ihr noch mal ein bisschen höher oder tiefer gehen. Ja? Ja, das gleiche ist eben auch im randnahen Bereich. Das passiert ja in der Wohnung nicht. Hier wäre vielleicht ein Problem irgendwo, wenn du eine freistehende Mauer hast am Rand, dass du dann ausbrichst. Also da musst du auch aufpassen bei einer freistehenden Wand, ja, dass du da nicht zu nah am Rand bohrst. Aber das haben wir ja hier nicht. Genau, und was machen wir jetzt mit dem Dübel? Einsetzen? Ja, reinstecken und gut. Reinstecken, gut, ja. Jetzt ist natürlich hier das Übliche. Mein Daumen ist nicht stark genug. Ich hole einen Hammer. Ja, Ich hole einen Hammer. genau. So, das heißt, wir brauchen jetzt hier 2 von diesen Dübeln. Das sind relativ Universaldübel und die haben natürlich auch den Vorteil, dass du die in verschiedenen Wänden einsetzen kannst, wie wir es gleich auch zeigen werden. Der Hammer. Der Hammer. Da, mit der richtigen Hand, ja. So, zweiter. Dübel ist drin. Wenn du wissen willst, welche Dimension an Schraube du nehmen willst, schaust du bitte einfach auf die Verpackung, da steht das Ganze auch drauf. Wir haben jetzt hier eine 6x60er Schraube, das passt genau in die Vorgaben, was der Dübelhersteller empfiehlt. Jetzt müssen wir eben darauf achten, dass wir wirklich diese Durchmesser nehmen. Wenn wir zu gering sind vom Durchmesser her, haben wir keine Haltekraft. Und wenn wir zu große Durchmesser nehmen, da kann es sein, dass im Mauerwerk vielleicht was abgesprengt wird oder wir beim Reindrehen vielleicht sogar die Schraube abreißen oder nicht tief genug reinkommen. Also wirklich den Durchmesser, den der Dübelhersteller empfiehlt, auch wirklich benutzen. Jetzt kommt der Moment, jetzt können wir endlich den Schrank anhängen. Ja. Und zwar ordentlich und gerade. Der Hammer vor allem ja, hält und die Flasche rutscht nicht mehr. Hier stehen wir jetzt an der nächsten Wand und zwar an einem Lochziegel. Theoretisch eigentlich eine relativ alte Technik, Thema Ziegelstein, aber hier mit einer Menge Löcher drin, um hier eine Isolierung herzustellen. Hier ist Luft drin und dadurch haben wir eine viel bessere Wärmedämmung. Genau. Aber der hier ist nicht einfach so zu verarbeiten. Also hier muss man auf jeden Fall einiges beachten und das erzählst du uns mal. Genau. Wir haben auch schon gelernt, dass wir hier ohne Schlag arbeiten, weil wenn wir mit Schlag arbeiten, können diese Stege eben kaputt gehen und dadurch eben keine Haltekraft in den Dübel erzeugen. Wenn ich ja ganz kurz mal rein darf, das ist ja schon ein guter Fall. Es gibt das ja auch noch mit viel, viel kleineren Stegen und sogar noch mit Material hier drin, aber so filigran, dass man denkt, das kann doch eigentlich gar kein Stein sein. Ja? Richtig, und das ist dann eben der Effekt dann noch schlimmer, weil die Stege in sich zusammenbrechen und du überhaupt keine Haltekraft mehr für den Dübel hast. So, aber der Dübel, den wir jetzt hier benutzen, hat einen riesen Vorteil, weil er da entsprechend auch für ausgelegt ist. Das heißt, auch darauf achten, welchen Dübel ihr nehmt. So, wir haben jetzt also gebohrt ohne Schlag, 10 mm Durchmesser, haben den Dübel reingesteckt und haben dann hier unsere OSB-Platte befestigt und haben so lange geschraubt, bis der Dübel auch die richtige Zugkraft hatte. Das heißt, wenn du das jetzt mal nur an dem Teil hältst, ja, ist da wirklich eine super Haltekraft da, wie der Hersteller von dem Dübel und der Schraube das natürlich auch gesagt hat. Also passt. Was aber ganz wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel den Dübel ansetzt und mit dem Hammer den festschlagt, bei Kalksandstein, da kannst du auch ordentlich raufhauen. Hier sollte man das nicht machen, weil sonst ist der Dübel zwar drin, aber der Hammer auch. Also dann habt ihr den Stein auch sehr schnell kaputt gemacht. Und ich würde sagen, jetzt können wir doch eigentlich unseren Schrank hier auch mal festmachen, oder? Ja, klar. Genau, jetzt kannst du noch mal demonstrieren, dass du nicht zu stark zuhaust. Genau, das heißt, wir nehmen jetzt die Dübel. Wir nehmen wieder unsere 6x60er Schraube. Zu den Dübeln, zu den Schrauben, zum Durchmesser haben wir ja schon was gesagt. Und dementsprechend machen wir die wieder fest. Und auch hier im richtigen Abstand und nicht zu feste Schrauben, dass der nachher verschwindet. Also wieder ran mit dem Schrank und wir hoffen, dass er ordentlich hält. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, oder? Auf, zu, auf, läuft. Erinnert ihr euch noch an das erste Video? Da war der Schrank ja immer schief. Lasst uns mal schauen. Perfekt. So, jetzt haben wir hier unsere Gipskartonwand und nichts ist einfacher, als an der Gipskartonwand irgendwas festzumachen, oder? Nee, glaube ich nicht. Wie ist richtig Spruch? Das glaube ich nicht, Tim. Also, okay. wir haben jetzt hier denselben Dübel, den wir die ganze Zeit genommen haben. Und der ist auch für Gipskarton gedacht. Das heißt, eigentlich würde ich jetzt theoretisch als Laie ja sagen, ich mache hier einfach mal meine 2 Löcher für den Schrank, stecke den Dübel da rein und schraube rein, fertig, oder?
Ja, das wird so nicht halten. Aber warum denn nicht? Ja, aber das Material ist viel zu weich. Also es kann sein, dass die Schraube dann den Dübel mitdreht, weil das Material zu weich und zu dünn ist. Das heißt, den Effekt, den wir erreichen wollen, kriegen wir nicht, weil das Material ausfranst oder das Loch größer wird und wir da keine Haltekraft haben. Übrigens wird es dasselbe machen, auch wenn du eine doppelbeplankte Wand hast. Hier haben wir eine einfach beplankte, auch doppelbeplankte Wände bringen dir da erstmal keine Punkte. Ja? Ja. Im Zweifel schaffst du es vielleicht sogar, wenn du Glück hast, dass die sich jetzt hier zusammenziehen, worum es ja eigentlich geht. Wir zeigen dir auch gleich nochmal, dass sie das machen. So ähnlich wie bei dem anderen Stein eben, aber dann kann es immer noch sein, dass es einfach rausreißt hinterher. Bringt ja auch nichts. Also was brauchen wir stattdessen? Wir brauchen eine Unterkonstruktion. Und ich glaube, du hast was vorbereitet. Ja, genau. Ich habe jetzt hier die USB-Platte vorgebohrt an 3 verschiedenen Stellen. Warum an 3? Weil irgendwo hier ein Ständerwerk steht und das erkennen wir eben auch an den Schraubenköpfen, die hier verspachtelt sind. Das heißt, in der Mitte haben wir einen Halt. Aber wir brauchen eben rechts und links auch noch was, damit die Unterkonstruktion nicht eben abkippt. So, das heißt, ich gehe jetzt an der richtigen Höhe, an der richtigen Position. Ich habe das eben schon angerissen, sodass wir da an der richtigen Stelle sind. Und jetzt nehme ich einen dünneren Bohrer, weil wir haben hier dünner vorgebohrt, damit der Dübel in die Schraube eben nicht durchreißt. Und das brauche ich eigentlich nur zu kennzeichnen, damit der Sebastian jetzt im richtigen Durchmesser da bohren kann. Moment, in der Mitte haben wir eine Schraube vergessen. Oder ein Dübel. Nein, haben wir nicht. In der Mitte ist nämlich ein Holzständer. Das haben wir rausbekommen im zweiten Video, wo wir in der Wand gesucht haben, was ist denn hier eigentlich drin. Und jetzt schrauben wir es auch fest. Und vor allem, wir zeigen es jetzt mal von vorne und von hinten, wie das Ganze aussieht. Jetzt ist das Ganze jetzt richtig fest. Ihr seht hier, da kannst du einen ordentlichen Schrank ranhängen, kannst hier wunderbar reinschrauben. Und jetzt könnten wir den Schrank ranhängen, machen wir aber nicht. Denn hier ist jetzt die Unterkonstruktion von außen. Wir waren aber clever beim Bau der Wand und haben eine Unterkonstruktion schon innen eingebaut. Und die gucken uns kurz mal an. So, wir waren schlau, wir haben vorher gewusst, wo der Schrank hinkommt und in welcher Höhe. Und dementsprechend haben wir hier Unterkonstruktion dran gemacht. Hier mal ein 8×6er KVH, haben natürlich erstmal das Wandprofil ausgeklinkt, damit wir richtig auch an die Gipskartonplatte draufkommen. Und hier unten haben wir eine OSB-Platte eben auch. Die Variante geht auch. Das reicht in der Regel auch eine 22er OSB-Platte, um den Schrank festzubekommen. Wir haben ja jetzt hier die Unterkonstruktion, deswegen kann ich jetzt einfach so reinschrauben. Und jetzt kommt der Moment, jetzt kommt das, worauf wir immer gewartet haben. Seit 5 Videos wollen wir das jetzt machen. Jetzt kommt der Schrank hier ran. Endlich. Hey! Wir sind jetzt hier, 5 Videos später hängt jetzt der Schrank eigentlich. Jetzt könnte man so einen Running Gag draus machen. Wie viele Videos braucht ein YouTuber, um einen Schrank anzuhängen? 5. Genau. Nein, Spaß beiseite. Wir haben das hier ja nicht gemacht, weil wir jetzt extra künstlich viele Videos machen wollten, sondern weil wir euch zeigen wollten, was für ein Grundlagenwissen man teilweise braucht. Und ich habe auch das Gefühl, auch ambitionierte oder auch teilweise sogar Profis, die schon ein bisschen länger dabei sind, kennen den einen oder anderen Gedanken hinter manchen Maschinen oder manchen Kniffen nicht, oder? Ja, genau. Zum Beispiel das Trackingmaß hier von dem Laserentfernungsmesser, dass du eine Bandmaßfunktion hast. Genau. Das ist auch relativ selten, dass die Leute das wissen. Das ist eine schöne Einrichtung bei dem Laserentfernungsmesser. Genau. Oder. Und deswegen hat man das gemacht. Wir wollten einfach euch zeigen, was für Kniffe so dazugehören, wenn man so ein einfaches Objekt wie so einen Schrank hier aufhängt. Übrigens, falls ihr es gesehen habt, der Schrank ist nicht schief, aber die Tür hängt noch ein bisschen schief. Also wir müssen auch das noch ein bisschen nachstellen. Ja. Aber ich würde sagen, das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Denn wir haben ja schon 5 Videos gebraucht. Im ersten Video hing der Schrank schief. Im zweiten Video haben wir geortet. Wir haben geguckt, ob in der Wand irgendwelche Hindernisse sind, die gefährlich sein können oder Schaden verursachen können, wie ein Kabel oder ein Rohr. Ich kann nur sagen, mir standen die Haare zu Berge. Im nächsten Video ging es darum, welchen Bohrer nimmt man denn eigentlich? Und das ist, fand ich sehr, sehr interessant, wie viel verschiedene auch Logiken hinter einem Bohrer so existieren, auch welche Multi-Construction-Bohrer in dem Fall haben wir genommen. Es gibt die auch für dieses Szenario besonders geeignet sind. Genau, weil wir unterschiedliche Wände haben, unterschiedliche Voraussetzungen und dementsprechend müssen wir den Bohrern auch anpassen. Genau, im 4. Video haben wir dann die Maschine uns angeschaut.
Und bei den Maschinen war ja auch interessant, was für verschiedene Schlagwerke wir haben und auch, dass wir selbst mit einem sehr, sehr einfachen Gerät wie dem GSR 12V15 auch diesen Schrank hier hätten aufhängen können. Richtig. Und zwar an alle Materialien, die wir hier haben. Ja. Selbst in Beton, ja. Selbst mit Beton, genau. Und heute, jetzt das 5. Video, jetzt haben wir ihn endlich aufgehangen. Ja. Ja. Was sagst du jetzt am Ende? Hat es dir Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. Und, immer wieder. Willst du mal wiederkommen? Wenn ich noch mal hier rein darf. Er sieht nicht aus, als wenn er sich sicher wäre. Ihr könnt bitte mal aber unten in die Kommentare schreiben, was sagt ihr denn dazu? Was sollen wir denn als nächstes für ein Szenario denn entwickeln? Was sollen wir uns euch noch zeigen? Habt ihr vielleicht speziellere Fragen, die wir aufklären sollen? Dann immer rein in die Kommentare. Wir beide haben schon eine Idee, denn wir werden, glaube ich, gleich noch mal eine andere Sache drehen. Seid gespannt. Und wir können jetzt nur sagen, ran an den Schrank und bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut.